Die Märkte kratzt es wenig, nach der ersten Verhandlung ist vor der nächsten. Und die Berichtssaison steht vor der Tür. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Wir werden uns heute ein breites Panoptikum an Mikrogeschichten ansehen, die einzelnen Teile in einem großen Bild sind. Beginnen wir mit den Märkten. Die erste Grafik zeigt die Performance der verschiedenen Assetklassen und eins haben die meisten gemein. Trotz der Kriege eben der Ukraine und dem Iran, dem Überfall auf Venezuela und den starken Lieferschwierigkeiten bei Öl, Gas, Düngemittel, Aluminium und einigen anderen Produkten laufen die Börsen recht gut. Links oben sind die Währungen. Markanter Ausreißer ist Australien aufgrund der Zinsanhebungen. Rechts oben sind die Anleihenmärkte. Die gestiegenen Renditen in Japan während des gesamten ersten Quartals und bei den Aktien links unten, deswegen performt der Japan und die Emerging Markets unbeeindruckt auch von der Krise, während die USA mittlerweile auch wieder eine schwarze Null schreibt. Übrigens, wir sind schon wieder knapp an den All-Time-Highs in den USA und beim MSCI World. Unterm Strich sind die Energiemärkte die am meisten abbekommen haben, wie ihr rechts unten seht. Zusammengefasst warten die Investoren und sehen nach wie vor durch die Krise durch. Meist ist damit verbunden, bei günstigen Gelegenheiten wieder einzusteigen. Zurück in die reale Welt. Letzte Woche gab es Inflationszahlen in den USA. Die Kerninflation blieb weitgehend unberührt, da vor allem die Energiekomponente Druck erzeugt hat und dadurch die Gesamtinflation gestiegen ist. Eine gesunde Skepsis ist angesagt, sind doch im Herbst Wahlen. Jedoch hat der Benzinpreis in den letzten 20 Jahren an Bedeutung für den Konsumenten verloren. 2007 hat man in den USA noch 17 Minuten für eine Gallone Benzin gearbeitet, heute sind es nur noch 6 Minuten. Zwar im Augenblick im Geldbörsel unangenehm, aber nicht mehr so schlimm wie in der guten alten Zeit. Beim Verkehr stiegen vor allem die Preise von Flugbenzin. In Singapur waren es zum Beispiel 170%. Kommen wir in die Krisenregion. Im Persischen Golf warten ca. 500 Schiffe jeglicher Art auf freie Durchfahrt Richtung Asien und Europa. Die Häfen außerhalb des Golfs, im Oman, in Maskat und Gwaihad sind derzeit voll ausgelastet. Schade nur, dass es keine direkten Pipelines, Schienen oder sonstige Verbindungen gibt, um darüber mehr Exporte abzuwickeln. Übrigens ein Detail am Rande, die Supertanker, die rund 2 Millionen Barrel aufnehmen können nicht durch den Suezkanal fahren, da dieser nicht genug Tiefgang hat. Hier sind mehr als 20 Meter Schifffahrtsrinne nötig. Daher schippern die rund um das Kap, wenn es nach Europa geht. Durch die aktuelle Sperre der USA sollen keine Schiffe aus dem Iran auslaufen, um den Druck auf weitere Verhandlungen zu erhöhen. Im Raum steht dabei, das Urananreicherungsabkommen oder Programm auf 20 Jahre auszusetzen und dafür die US-Sanktionen aufzuheben. Wie es Spanien schafft, den Strompreis niedrig zu halten im Vergleich zu Deutschland und Italien, das hebe ich mir für nächste Woche auf. Wir kommen jetzt zum Aktienthema und da steht die Berichtssaison vor der Tür. Die Erwartungen sind 12% für die USA und Europa mit rund 10%. Besonders interessant wird aber der Ausblick der Unternehmen werden. Diese Woche berichten die US-Banken, Netflix, Taiwan Semiconductor oder ASML, um die wichtigsten zu nennen. Eins vorab, es wird über die Vergangenheit berichtet und die war noch sehr, sehr konstruktiv im ersten Quartal. Vor allem Tech-Konzerne stehen im Mittelpunkt, einmal wer? Nvidia und Micron. Allein die beiden stehen im ersten Quartal für fast 50% des Gewinns im Standard & Poor's. Die Zahlen seht ihr rechts neben dem gelben Pfeil. Gemeinsam mit Microsoft, Broadcom, Amazon, Meta und Alphabet stehen sie für überdurchschnittliches Wachstum. Das könnt ihr in der vorletzten Zeile unter Total sehen. Mit rund 36% Wachstum ist es circa das Dreifache des gesamten Marktes inklusive der oben genannten Unternehmen. Somit bleibt mir noch die gute Nachricht zum Schluss.
Durch den Umbruch in Ungarn sind der Forint, aber auch die Aktien hier kräftig gestiegen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gesund bleiben, euer Larry.